Und dieses selbstbestimmt zum Kühlschrank fahren zu können, selbstbestimmt entscheiden zu können, an welchem Regal bleibe ich stehen, wo fahre ich hin, was gucke ich mir alleine an, ohne ständig fragen zu müssen, kannst du mich mal bitte da hinschieben, kannst du mich mal bitte da hinschieben. Das ist selbstbestimmt Leben, finde ich. Hi, mein Name ist Tim Fürstenberg, ich bin 36 Jahre und Muskelatrophiker. Also im Alltag ist mein Problem, dass die Bewegung der Hände und der Arme extrem eingeschränkt ist und ich deswegen wenig alleine machen kann. Also ich kann die Arme nicht heben, ich kann nicht wirklich was greifen, also es ist alles sehr stark eingeschränkt. Man braucht halt für alles Hilfe. Eigentlich im Alltag. Ich habe Monevo auf der Reha-Care kennengelernt an einem Stand und habe gleich gemerkt, dass Monevo mir ein selbstbestimmteres Leben in Bezug auf das Elektrorollstuhlfahren ermöglichen könnte und bin deswegen mit denen in Kontakt getreten. Habe das auf der Messe ausprobiert und war sehr begeistert davon, weshalb ich das auch privat dann zu Hause weiterverfolgt habe. Nachdem alle Fragen auf der Messe beantwortet wurden, habe ich mit Monevo Drive, also mit Monevo, einen Termin gemacht. Die Kollegen sind dann vor Ort gewesen, haben geguckt, welche Probleme ich habe, haben das Monevo Drive bei mir an den Rollstuhl angeschlossen und sind mit mir das Menü in der Brille durchgegangen, beziehungsweise die Kalibrierung. Und ich habe dann nach kurzer Zeit schon festgestellt, wie intuitiv die Bedienung ist und wie man damit eigentlich problemlos fahren kann. Die Fahrweise ist sehr präzise und auch einstellbar auf meine Bedürfnisse, was mich sehr gefreut hat. Also grundsätzlich ist eigentlich zu sagen, dass die Erprobung mit Monevo Drive extrem persönlich ist. Es wird genau auf die Bedürfnisse eingegangen, es wird genau gefragt und festgelegt, was man braucht und wie einem geholfen werden kann. Monevo hat mir die ganze Zeit schon während der Erprobung geholfen, das später bei der Krankenkasse zu beantragen, indem sie ein Patientenvideo gemacht haben, einen Anpassbogen ausgefüllt haben und einen Erprobungsbericht an Sanitätshaus eingereicht haben. Bei der ersten Nutzung war ich überrascht, wie einfach es ist, und ich habe festgestellt, dass die Brille für die Bevölkerung fast unsichtbar ist. Niemand bemerkt, dass du mit der Brille den Rollstuhl steuerst oder dass du irgendwie eingeschränkt bist. Du wirst eigentlich wie jeder andere Rollstuhlfahrer, der mit Joystick fährt, wahrgenommen. Normalerweise, wenn du jetzt mit Kindsteuerung fährst oder mit Hinterhauptsteuerung fährst oder was auch immer, dann hast du mal 1000 Sachen an dem Rollstuhl. Ja? Hier noch ein Button und irgendwas Großes noch mit dran und dir hängt permanent was im Gesicht und das nehmen die Leute schon wahr. Mit der Brille hast du nichts. Die Brille wird faktisch gar nicht wahrgenommen. Niemand spricht dich darauf an, niemand sieht es, dass ich die Hände nicht bedienen, dass ich die Hände nicht benutzen kann. Finde ich eigentlich ganz schön. Mit Monevo Drive bin ich im Alltag selbstbestimmter geworden. Ich kann damit selbst entscheiden, wo ich hinfahre, was ich mir angucke. Ich kann selbst bestimmen, wie ich unterwegs sein will, wohin ich unterwegs sein will. Ich bin unabhängig von Assistenzkräften. Monevo Drive ermöglicht mir, dass ich auch größere Strecken ohne zu ermüden oder ohne abbrechen zu müssen irgendwie fahren kann. Ich habe festgestellt, dass man mit Monevo Drive eigentlich problemlos draußen fahren kann, ohne die Probleme der Instabilität zu haben. Normalerweise hättest du jetzt bei Kopfsteinpflaster zum Beispiel, würde dich das total aus dem Konzept bringen, den Oberkörper halten zu müssen, und das wird durch die Brille ja ausgeglichen. Und selbst wenn der Rolli mal über eine Wurzel fährt, macht das nichts. Das Fahren an sich ist viel leichter, finde ich. Und da die ganze Bedienung extrem intuitiv ist, merkt man relativ schnell, dass es präzise ist und im Alltag auch in Indoor problemlos funktioniert. Und ich kann mit der Brille fast auf Höchstgeschwindigkeit durch extrem enge Türzagen fahren. Also meine Bedenken vor der Erprobung waren eigentlich nur, ob die Brille an meinen neuen Rollstuhl passt und wie lange der Akku im Alltag hält. Ich habe für mich persönlich festgestellt, dass ich über einen ganzen Tag mit der Monevo-Brille fahren kann. Kommt natürlich auch immer auf den Benutzer an. Allen Leuten, die noch unschlüssig sind, kann ich nur sagen, dass die Monevo Drive einfach mal testen sollte, weil es auf alle elektrischen Rollstühle passt und ganz sicher auch der richtige für sie dabei ist.